Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Natalia, ich bin deine Deutschlehrerin und heute sprechen wir zusammen. Und zwar üben wir die zweite Aufgabe in deiner A2-Prüfung im Teil Sprechen. Die Aufgabe 1 habe ich schon in einem anderen Video erklärt. Schau dort auf jeden Fall auch mal vorbei. Das Video werde ich hier und in der Infobox verlinken. Bevor wir beginnen, bitte lade dir unbedingt die kostenlose PDF-Datei zu diesem Video herunter. In dieser Datei findest du alle wichtigen Informationen und die Redemittel. So kannst du dich noch besser vorbereiten und lernst noch mehr. Versprochen. Klicke einfach auf den Link in der Infobox oder in dem angepinnten Kommentar und los geht's. Trage deinen Namen, deine E-Mail-Adresse ein und schon nach ein paar Minuten bekommst du die PDF-Datei per E-Mail zugesendet. Klicke unbedingt auf Herunterladen, auf den Button Herunterladen in der E-Mail. Bereit? Super! Dann geht es jetzt, wie gesagt, um die zweite Aufgabe in der A2-Prüfung. Bei dieser Aufgabe sollst du zusammen mit dem anderen Kandidaten ein Alltagsgespräch führen. Dieses Video ist also nicht nur gut für dich, wenn du deine Prüfung schreibst. Diese Fragen und Dialoge helfen dir auch im Alltag. Also wenn du nicht vorhast, eine Prüfung zu schreiben, ist dieses Video trotzdem sehr nützlich für dich. Du kannst alle Redemittel sehr gut in deinen Alltag integrieren. Bei dieser Aufgabe geht es also um einen Dialog. Du sollst hier 3 Fragen stellen und 3 Fragen beantworten. Der Prüfer oder die Prüferin sagt: Wir kommen nun zum zweiten Teil. Sie sollen nun ein kurzes Gespräch miteinander führen. Das Thema ist zum Beispiel Wohnen, Gesundheit, Arbeit, meine Woche, mein Tagesablauf. Es geht bei dieser Aufgabe immer nur um ein Thema, also nur um Wohnen oder nur um Gesundheit. Dann legt ein Prüfer oder eine Prüferin 8 Karten auf den Tisch. Zum Beispiel mein Tagesablauf. Was, wo, wann, wohin und so weiter. Wie oft, wie lange. Du sollst dir 3 Karten aussuchen. 2 Karten mit einem Fragewort und die 3. Karte muss die offene Joker-Karte sein. Das ist die Karte mit dem Fragezeichen. Du weißt nicht, was hinter der Karte ist. Bei dieser Karte sollst du selbst eine Frage formulieren. Der andere Kandidat nimmt sich auch 3 Karten. Jetzt beginnt ihr mit einem kurzen Dialog. Wann stehst du auf? Ich stehe normalerweise um 7 Uhr auf. Was isst du zum Frühstück? Jetzt musst du antworten und dann deine zweite Frage stellen. Deine Antworten liest für dich meine Kollegin Daria vor und du solltest wiederholen. Also, höre dir ganz genau, wie Daria die Vokabeln ausspricht und wie ihre Intonation ist und versuche, das genau so zu sagen. Ich esse meistens Müsli und trinke eine Tasse Kaffee. Wohin gehst du nach dem Frühstück? Ich habe dir hier den Konnektor und das Verb und auch das Fragewort markiert. Denn es ist wichtig, dass du Konnektoren verwendest und weißt, wo das Verb im Satz steht. Die Position des Verbs ist das A und O. Es ist sehr wichtig. Dein Partner antwortet dann auf deine Frage. Nach dem Frühstück gehe ich zum Deutschkurs. Wo frühstückst du? Du antwortest. Jetzt sagt dir den Satz wieder die Daria. Ich frühstücke fast immer zu Hause. Aber manchmal gehe ich auch in ein Café.
2 Karten hast du schon benutzt. Bei der Joker-Karte sollst du jetzt selbst eine Frage formulieren. Gehst du nach dem Deutschkurs gleich nach Hause? Nein, nach dem Deutschkurs treffe ich mich mit Freunden. Wann triffst du dich mit deinen Freunden? Jetzt kannst du noch auf die Joker-Karte deines Gesprächspartners antworten, also auf meine Joker-Karte. Ich treffe mich am Abend oder am Wochenende mit meinen Freunden. Bei der Joker-Karte kannst du W-Fragen oder Ja-Nein-Fragen stellen. Zum Beispiel, wann triffst du dich mit deinen Freunden? Oder hast du nach dem Deutschkurs Zeit für eine Mittagspause oder musst du direkt zur Arbeit? Bei einer Ja-Nein-Frage beginnt die Antwort mit Ja oder Nein. Ja, ich habe Zeit für eine Mittagspause. Nein, ich muss sofort weiter zur Arbeit. Dann ist diese Aufgabe zu Ende. Wenn du eine Frage nicht verstehst oder ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken brauchst, kannst du sagen, Daria liest für dich die Aussagen vor, bitte wiederhole. Ich gebe dir 5 Sekunden Zeit, wenn das nicht genug ist, dann pausiere das Video und wiederhole die Aussagen. Entschuldigung, kannst du deine Frage bitte wiederholen? Wie bitte? Ich habe dich nicht gut verstanden. Entschuldigung, was hast du gesagt? Diese Aufgabe dauert insgesamt 4 Minuten. Auf diese Aufgabe kannst du dich nicht so gut vorbereiten, weil du nicht genau weißt, zu welchem Thema du Fragen stellen und Antworten geben sollst. Aber ich habe trotzdem ein paar Tipps für dich. Bleibe beim Thema. Antworte immer in ganzen Sätzen. Verwende bei deinen Fragen und Antworten Konnektoren. Ich habe sie dir in unseren Beispielen rot markiert. Achte auf die richtige Position des Verbs. Besonders bei Sätzen mit Konnektoren. Darum habe ich dir die Verben immer gelb markiert. Wenn du noch mehr zum Thema Konnektoren lernen möchtest, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Hier erkläre ich dir die Konnektoren ganz genau. Verwende auch indirekte Fragen, zum Beispiel: Kannst du mir sagen, wann du normalerweise aufstehst? Kannst du mir sagen? Also du sagst nicht, wann stehst du normalerweise auf, sondern du benutzt die indirekte Frage. Kannst du mir sagen, wann du normalerweise aufstehst? Oder ich möchte gern wissen, was du zum Frühstück isst. Ich möchte gern wissen. Oder mich interessiert, ob du jeden Morgen Müsli isst oder Kaffee trinkst. Mich interessiert. Indirekte Fragen sind besonders höflich und die PrüferInnen notieren sich das als Pluspunkt. Also notiere dir das auch. Alle Fragen und Antworten aus diesem Video findest du in der PDF-Datei hier unter dem Video. Du kannst dir die Datei komplett kostenlos herunterladen. Klicke auf den Link in der Infobox. Und natürlich, wenn du jetzt dein Deutsch verbessern möchtest, dann schau dir unbedingt meine Intensivkurse an. In allen Intensivkursen lernst du in deinem eigenen Tempo, Schritt für Schritt und kannst mit mir zusammen und meinem Team dein Deutsch verbessern. Die Links zu allen meinen Intensivkursen findest du in der Infobox. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner mündlichen Prüfung. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!